Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 9FF Video. Heute auf reichlich Anfrage von euch mal Thema luftgekühlt 993. Und wir haben zurzeit gerade ein sehr schönes Auto hier, einen schönen 993 Turbo. An dem können wir ein bisschen was erklären und zeigen und vielleicht auch im Nachhinein noch den Umbau begleiten. Ja, 993 Turbo. Auto, was wir nicht ganz so oft machen. Vielleicht 10% unserer Umbauten. Also noch überschaubar. Tolles Auto. Letzter luftgekühlter. Erster Biturbo. Viele Superlative in dem Auto. Bisher waren die Turbos ja relativ simpel aufgebaut, aber beim 993 eben schon sehr aufwendig. Und echt letzte Evolutionsstufe des luftgekühlten Motors. Deshalb schon mit dem richtigen Hubraum 3.6, ganz viel baugleich schon mit 996 Turbo von den Innereien her. Deshalb interessantes Auto und für uns eben gut zu machen. Wir bieten dafür sehr viele unterschiedliche Tuningstufen an. Beginnt schon bei den unterschiedlichen Basisautos. Es gab ein Jahr mit 408 PS, dann mit der Werksleistungssteigerung 1 mit 430 und der zweiten mit 450. Und im GT2 nochmal auch mit 450. Bieten wir eben unterschiedliche Stufen an. Der kleine hat ja nur die K16-Lader vom Abgasgehäuse, die größeren Stufen haben alle den K24, wo er ein bisschen mehr geht. Man kann natürlich auch die älteren, die 408er, also die kleineren, mit K16 genauso auf K24-Lader umbauen. Und wir bieten für Bolt-on eine Range an, die bis so etwa 600, 620 PS reicht. Und dann auch noch größere Stufen, unsere Professional-Sachen, also mit Motor auf, Verstärkung, weil der Motor eben aufgrund der Luftkühlung eben auch so ein paar Schwachpunkte hat. Wenn die Leistungssteigerung zu groß wird, gibt es dann eben als Komplettumbauten auch Umbauten bis 800 PS. Mit Hubraumvergrößerung, anderen Zylinderköpfen, die stabiler sind, ganz anderen Zylinderkopfdichtungen. Das war ja früher bei den Rennautos auch immer ganz großes Thema. Viele wissen das vielleicht, 993 Evo Zylinderkopfdichtung hat Porsche ja extra mal eine für entwickelt, weil bei den Rennautos immer die Kopfdichtungen kaputt gegangen sind, gerade bei den Langstreckenrennen und 24-Stunden-Rennen. Ja, also da lässt sich eine ganze Menge machen. Ja, die kleinen Stufen, logisch, ist im Prinzip nur Turbolader, Programmierung. Da reicht dann sogar noch der originale Ladeluftkühler aus, der bei den großen Stufen dann natürlich gemacht werden muss. Da reicht der normale Auspuff aus und die Katalysatoren auch. Man kommt dann irgendwo mit den K16-Ladern, naja, 460, 470 PS ist dann der Feierabend. Wenn man das alles so lässt bei den K24 Umbauten, kommt man so auf ganze knappe 500 PS. Dann ist aber Ende. Bei den größeren Stufen muss man dann natürlich schon entsprechend mehr machen. Also sowas wie er jetzt hier, knapp über 600 PS. Da muss dann auch eine Auspuffanlage her, da müssen andere Cuts rein. Da müssen wir den Ladeluftkühler vergrößern, damit das ganze Auto einfach thermisch gesund bleibt, genug Abgase rauskriegt und in Kombination mit dann nochmal wieder vergrößerten K24-Ladern auch eben dann richtig leistungsbar rauskommt. Benzinpumpe muss gemacht werden und so weiter und so weiter. Und natürlich Programmierung. Wobei bei Programmierung ist wichtig, es gibt zwei unterschiedliche Seriensteuergeräte ab Werk. Eins bis Modell 96, eins ab 96. Das bis 96 ist ein Problemfall, weil normalerweise lässt sich der EEPROM nicht umprogrammieren. Man braucht entweder neue EEPROMs, um es immer wieder zu beschreiben, oder man rüstet um auf das 96er, ab 96 Steuergerät. Das lässt sich umprogrammieren und deshalb dann auch besser für sowas verwenden. Ja, und bei den größeren Stufen, wo der Motor aufgemacht werden muss, alles über 600 PS, da müssen wir eben an die üblichen Schwachpunkte ran. Denn der Motorblock an sich ist ja identisch mit dem 996 Turbo, 997 Turbo. Und da kennt ihr schon aus den anderen Videos, Pleuel sind der große Schwachpunkt. Also Motor auf Pleuel wechseln, damit er auch das größere Drehmoment vertragen kann. Eventuell andere Kolben mit niedrigerer Verdichtung. Eventuell auch eine Hubraumvergrößerung mit anderen Zylindern und Kolben. Oder gleich alles, was geht, auch noch mit anderer Kurbelwelle, um auf 4 Liter zu kommen. Da wäre man dann in etwa mit einer 3.6er Stufe so bei 700 PS.
Und wenn man dann immer noch nicht sagt, es reicht mir jetzt, dann gibt es noch unsere 4-Liter-Stufe. Das ist eben das Maximum mit CNC gefrästen Zylinderköpfen, mit ganz großen Ventilen, mit sehr scharfen Nockenwellen, mit einem riesengroßen Ladeluftkühler, für den sogar der Heckflügel hinten modifiziert werden muss. Und diversen anderen Spielereien wie doppelten Einspritzdüsen, ganz große Aluminiumansaugbrücke und all solchen Sachen. Also wirklich einmal das Maximum, was geht. In Kombination mit dem Syvecs-Steuergerät auch nur noch zu fahren, weil das Seriensteuergerät das eben alles nicht mehr schafft, speziell ohne HFM nicht möglich. Ja, und dann sind wir bei 800 PS, womit wir dann auch beim Maximum für luftgekühlt angekommen wären. Aber es gibt ja vom 993 nicht nur den Turbo, der für uns natürlich die schönste Basis ist, es gibt ja auch genauso den Carrera. Der glücklicherweise, anders als beim 996, motortechnisch fast 100% baugleich ist zum Turbo. Das heißt Motor, Block, Kolben, Pleuel, Kolben nicht, Pleuel, Zylinder, fast alles baugleich und deshalb auch genauso stabil, anders als im 996 oder 997 ja der Fall war. Das heißt, auch das Auto lässt sich wunderbar umbauen. Zum einen als Saugmotor mit diversen Hubraumvarianten oder auch einfach nur so mit Leistungsvarianten. Gab ja die zwei Ausführungen, den kleineren 272 und 285. Und dann gab es auch noch eine Werksleistungssteigerung mit 3,8 Liter und 300 PS. Alle gut geeignet als Basis. Ganz besonders natürlich der 285 PS, der hat eine große Ansaugbrücke mit Vario-Rem-Klappen drin, was sich auch wiederum gut fürs Tuning eignet. War auf den oder auf den Werksleistungssteigerungsautos mit 3,8 Liter Hubraum auch so drauf. Ja, und da gibt es eben diverse Varianten. Einfach nur Chip-Tuning oder mit Auspuff und Fächerkrümmern und Cuts oder eben 3,8 Liter, 4 Liter. 4 Liter, wenn einem das alles noch nicht reicht, mit Einzeldrosselklappenanlage, mit großer Ansaugbrücke, mit CNC-Köpfen, gefräste Kanäle oder ganz neue Köpfe. Und man kommt dann mit so einem luftgekühlten, wenn er gut aufgebaut ist, straßentauglich mit einer entsprechenden Euronorm-Einstufung, kommt man bei 4 Litern so auf gut über 400 PS, 420 PS. Hätte dann aber auch das Maximum erreicht beim Carrera als Saugmotor. Was dann noch ginge, sind wir gerade dran an einem Prototypen. Man kann natürlich auch viele wassergekühlte Motoren einbauen, wenn man unbedingt als Saugmotor bleiben möchte. Das heißt, man könnte zum Beispiel einbauen einen 996 GT3 Motor mit entsprechender Elektronikänderung, Steuergeräteänderung, Wasserkreislaufanpassung und so weiter. Klingt alles sehr aufwendig, ist gar nicht so aufwendig. Wie gesagt, wir bauen gerade was Entsprechendes mit Basis 997 Turbomotor, Umbau dann fast das gleiche. Man kann aber auch, wenn man sagt, ich möchte unbedingt ganz luftgekühlt bleiben, den Carrera-Motor behalten und wir rüsten ihn um auf Biturbo. Machen wir für 964 auch, haben wir ja auch schon mal im Video gehabt. Das heißt, wir öffnen den Motor, bauen unsere Pleuel ein, bauen andere Kolben ein für eine niedrigere Verdichtung, ändern Nockenwellen und diverse andere Sachen, Ölabsaugpumpen und solche Sachen und rüsten eben Fächerkrümmer und Turbolader nach, inklusive Ladeluftkühlung, entweder oben auf dem Motor drauf, wie es original ist, das heißt also Luft-Luft gekühlt, oder auch ganz unsichtbar wassergekühlt in den hinteren Seitenteilen, damit man von außen gar nichts erkennt. Carrera bleibt Carrera und hat dann trotzdem Leistung deutlich über 500 PS. Fahren wir normalerweise auch mit Syvecs Motorsteuergerät. Wir können es allerdings auch bauen mit dem 993 Turbo Originalsteuergerät, ist aber kostenmäßig kein Vorteil und eigentlich schränkt man sich damit nur unnötig ein. Ja, das wären die Möglichkeiten für einen Carrera gewesen. Ja, und dieses spezielle Auto, da haben wir natürlich auch einen Umbauauftrag für. Der ist schon ab Haus gewesen, 430 PS Werksleistungssteigerung 1, das heißt, der hat schon die K24 Lader drin. Wurde schon mal bei einer anderen Firma komplett neu aufgebaut, der Motor. Macht auch so insgesamt einen ganz guten Eindruck. Kunde sagte auch, wir brauchen da nicht unbedingt dran, wir sollen also quasi uns nur um die Leistung kümmern. Ja, und nach Begutachtung des Ganzen haben wir gesagt, wir brauchen in jedem Fall einen anderen Ladeluftkühler, weil das ist nämlich noch der Originale von 408 bzw. 430 PS. Und wir brauchen eine komplett neue Auspuffanlage und wir werden die Turbolader umarbeiten, weil die sind auch noch im Serienzustand als K24 und haben natürlich auch entsprechend Laufleistung schon drauf. Das heißt, die kriegen einmal eine Überholung, die kriegen ein Upgrade mit größerer Turbine und größerem Verdichter. Ja, dann werden wir die Krümmer noch ein bisschen anpassen. Die lassen wir aber drin, die Originalen.
da die ja die Heizung mit integriert haben. Das ist sonst sehr aufwendig, da was Eigenes zu bauen und dann auch noch mit einer Heizung, die funktioniert. Wir werden aber den Auspuff komplett umbauen, das heißt alles anders, ganz andere Rohrführung, andere Topfposition, andere Cut-Position, einmal alles komplett ändern. Einfach damit wir eine bessere Strömung hinkriegen, deutlich weniger Gegendruck haben und wenn wir ein bisschen Glück haben, finden wir auch noch einen Platz für eine Klappe, dass wir dann auch noch ein bisschen was mit dem Sound machen können. Ja, rauskommen sollen irgendwo so um die 620 PS, was wie gesagt auf der Basis des Motors keine große Herausforderung ist. Wir freuen uns schon drauf. Sobald das Ding fertig ist, denke ich, Matti, gibt es dazu bestimmt irgendwie noch mal was. Ne? Vielleicht machen wir mal ein paar Fahraufnahmen oder irgendwas. Wie schnell so ein Auto ist, weil da geht es nämlich schon ganz gut mit vorwärts. Die sind etwas leichter als die Nachfolger 996 und sind unglaublich spontan am Gas aufgrund der Seilzucht-Drosselklappe. Das heißt, da gab es ja noch nichts mit E-Gas. Die werden noch schön über Gaspedal und Seil- und Drosselklappe gefahren, die Autos. Was sie für mich toll, spontan und ja, sehr direkt in der Fahrweise machen. Macht richtig Spaß, mit den Autos zu fahren. Weil die Verbindung ist 1:1, ohne dass irgendein Computer was durchrechnet dazwischen drin. Und das ist einfach schön zu fahren. Tja, deshalb machen wir ein schönes Video zu. Dann würde ich sagen, 993 haben wir jetzt erstmal soweit abgehakt. Wenn Fragen sind, bitte melden, schreiben, da werden wir darauf antworten. Und ansonsten wieder Vorschläge nehmen wir auch gerne an. Ja, und zu guter Letzt, macht's gut, bis bald wieder, wir freuen uns drauf. Ciao. Ganz schön laut, der Heini. Laut und langsam. Top-Kombination, du. Ich sehe Fahrer.